Es ist ultra schön. Dieser Strand ist riesig und hier ist kein Mensch. Nee. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Nachdem wir in den letzten beiden Jahren mit unserem Campervan entlang der alten Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren sind, erkunden wir nun Europa. Aktuell sind wir in Frankreich unterwegs und haben in den letzten Wochen unter anderem den faszinierenden Mont Saint-Michel besucht, die Steilküste der Normandie bewundert und so tolle Städte wie Honfleur, Nantes und La Rochelle erkundet. Im heutigen Video nehmen wir euch mit an ein paar traumhafte und kilometerlange Sandstrände rund um die Bucht von Arcachon, machen einen Ausflug ins schöne Bordeaux, erfreuen uns mal wieder an der tollen Campinginfrastruktur hier in Frankreich. Und hier gibt es schon wieder einen kostenlosen offiziellen Wohnmobilstellplatz mit Fähr- und Entsorgung, mit öffentlichen Toiletten, mit Mülleimern. Schicken natürlich unsere Drohne in die Luft, fahren uns leider so sehr fest, dass wir ohne Hilfe nicht mehr rauskommen, genießen aber auch einen magischen Sonnenuntergang am Cap Ferret, der all den Ärger vergessen macht. Los geht's! Was für ein cooler Stellplatz ist das denn hier? Es ist wirklich richtig, richtig schön. Was ihr nicht wisst, wir sind jetzt schon 3 Tage hier und genießen diese Aussicht. Einen Regentag gab es auch, aber ja, nicht so schlimm. Wir waren die ganze Zeit sehr fleißig, haben an unseren Laptops gearbeitet, haben das neueste Video fertiggestellt und haben noch an ein paar anderen Projekten auch gearbeitet, von denen wir euch sicher bald erzählen können. Und ja, richtig cool, ich meine, hier immer rauszugucken aufs Meer, auf die Ebbe und Flut, das ist ein Traum. Also wirklich sehr, sehr schöner Stellplatz. Aber jetzt ziehen wir weiter und wir haben auch schon einen Strand rausgesucht, wo wir hinfahren wollen. Und ja, das machen wir jetzt. Weiter geht's. Wie immer haben wir euch eine Karte erstellt, auf der ihr sehen könnt, welche Strecke wir letztlich in diesem Video gefahren sind. Wir fahren dieses Mal ein bisschen im Zickzack, aber das kann natürlich passieren, wenn man so kurzfristig plant wie wir. Was war das? Scheiße. Ah, da lässt mich Tina einmal steuern, da passiert direkt sowas. Ja. Ja, vollkommen meine Schuld. Ich habe nicht aufgepasst. Ich war nicht aufmerksam und dann bin ich links ins Feld quasi runtergerutscht und dann kamen wir nicht mehr raus. Wir haben es irgendwie eine Stunde lang versucht, selbst vor und zurück mit unseren hier Aufverkeilen und allem drum und dran, aber keine Chance. Und zum Glück ist hier direkt ein Dorf und ja, hier waren so 2, 3 Bauarbeiter am Arbeiten und die waren dann sofort super hilfsbereit, super nett, trotz unserer eingeschränkten Französischkenntnisse. Ja, die waren super, super lieb und ja, haben uns dann direkt rausgezogen. Das hat auch gut geklappt. Zum Glück haben wir unser Abschleppseil und so dabei. Ja. Schön. So haben wir uns den Tag vorgestellt, oder? Ja. Abenteuerurlaub, willst du doch. Du willst doch nicht pauschal.
Morgen. Ihr seht es vielleicht, wir sind noch nicht am Strand angekommen, denn mit der ganzen Aktion gestern mit dem Festfahren und dem Rausziehen, ja, war es dann einfach abends schon zu spät, um noch bis zum Strand hinzufahren. Den Strand im Dunkeln anzugucken, macht wenig Sinn. Stattdessen sind wir dann kurz vorher hier zu diesem Stellplatz gefahren, in einem Ort, dessen Namen ich ehrlich gesagt gerade gar nicht genau weiß, aber Tina ist bestimmt so nett und schreibt den hier unten irgendwo rein. Und hier gibt es schon wieder einen kostenlosen offiziellen Wohnmobilstellplatz mit Fähr- und Entsorgung, mit öffentlichen Toiletten, mit Mülleimern. Ich weiß, ich habe es schon jetzt hier mehrfach gesagt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Die Wohnmobilinfrastruktur hier in Frankreich ist wirklich überragend. Also das kenne ich aus keinem anderen Land. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Die Frischwasserstation ist eigentlich Coin-basiert. Also man muss da so ein Jeton einwerfen, damit es funktioniert. Aber das Ding ist defekt. Und zwar in der Form, dass das Wasser auch einfach so rauskommt, ohne dass man ein Jeton einwirft. Das ist eine gute Art von Defekt, wenn man so will. Ja, und von hier werden wir jetzt zum Strand fahren, zum Carcan Plage. Und das ist ja eine knappe halbe Stunde noch. Und der soll sehr, sehr schön sein. Und wir sind gespannt. Los geht's! Ja, wenn wir in Deutschland sind, kaufen wir uns einen Schlauch. Oder wenn wir im Baumarkt sehen, kaufen wir uns einen Schlauch. Aber solange machen wir hier noch weiter. Das scheint hier eine richtige Urlaubsstadt zu sein, aber es ist alles zu. Also hier stehen irgendwie 8, 9 Camper, die meisten sind Surfer, glaube ich. Ja. Na, schauen wir mal. Es ist ultra schön. Dieser Strand ist riesig und hier ist kein Mensch. Nee. Eine Handvoll Surfer. Und was so verrückt ist, die Wellen sind riesig, aber es ist kein Wind. Also hier ist einfach kein Wind. Mega. Und so ist es irgendwie trotz 10, 11 Grad gar nicht so kalt. Ja. Ein Traum. Richtig, richtig geil. Mega ich bin schön. sehr glücklich gerade. Ja. Ja, es hat wirklich manchmal Vorteile, antizyklisch zu reisen und außerhalb der Saison hier zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass hier im Sommer durchaus voll wird. Ja. So viele Campingplätze, an denen wir vorbeigefahren sind und Ferienwohnungen und so. Ja. Ja, und ich sehe genau 4 Leute gerade. Also 6 mit uns. Mega gut. Ja.
Ja, das Wasser ist auf jeden Fall arschkalt. Es ist einfach so schön. Ein richtig guter Tag. Auf jeden Fall besser als ein Tag im Büro. Hallo. Hallo. Und? Wie war es im Wasser? Erfrischend. Relativ kalt, aber cool. Wie war es hier so? Schön. Ja? Ja. Gefällt Ihnen das? Ja. Ich hoffe, du willst kein Eis, weil es gäbe jetzt keinen. Oder ein Smoothie. Das war mega schön, richtig cool, kann man auf jeden Fall empfehlen, hier mal hinzukommen. Und jetzt fahren wir aber weiter, und zwar zum Kap Ferret. Weiter geht's. Du bist ein Klassiker. Ja, auch. Klassische Schönheit. Klassische Schönheit. Es ist super schön hier. Einfach, wir können hier für Kilometer an diesem Strand spazieren gehen. Die Sonne ist noch da, geht langsam unter. Es ist einfach ein Traum. Ja. Kaum Wind, trotzdem sind die Wellen riesig hoch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die hier so stark brechen, weil wie gesagt, es ist nur ein laues Lüftchen, was hier weht. Aber ja, es ist
Richtig, richtig cool. Und da hinten sieht man die Dune du Pilar. Ich versuche das mal eben kurz einzufangen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da fahren wir in ein paar Tagen hin. Die größte Wanderdüne Europas, glaube ich. Ich versuche es mal zu zeigen. Da. Ja, die ist auf der anderen Seite der Bucht. Muss man einmal irgendwie gefühlt 100 Kilometer drumherum fahren. Da liegt da noch Bordeaux für uns dazwischen. Ja. Aber jetzt genießen wir erstmal das hier. Sobald die Sonne langsam weg ist, dann wird es kalt. Ja. Mega gut. Holy One, oh, come be with us. Holy One. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night beneath the mistletoe. It's cold outside, 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 outside. It's cold outside, outside, outside. Cold outside, Hallo aus der Nähe von Bordeaux. Wir haben die Nacht zwar am Cap Ferret verbracht und tatsächlich noch 2 weitere, aber in der Zeit haben wir im Grunde gar nicht gefilmt und nur gearbeitet, saßen nur an unseren Laptops. Und jetzt sind wir hierhin gefahren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir hier genau sind. Das ist ein Waldparkplatz ja in der Nähe von Bordeaux. Wir mussten auch deshalb hier hinfahren, weil wir ein bisschen Strom machen mussten. Die letzten Tage hat die Sonne nicht geschienen, also kein Solarertrag. Das heißt, wir mussten ein bisschen Strecke machen. Und dadurch haben wir uns jetzt perfekt in Stellung gebracht, um morgen früh nach Bordeaux reinzufahren. Das sind jetzt wahrscheinlich irgendwie 10, 15 Minuten. Und ja, jetzt verbringen wir hier erstmal die Nacht. Es scheint sehr ruhig hier zu sein und morgen geht's weiter.
ist die Sonne? Weiß ich nicht, da ist nur Nebel. Es war blauer Himmel, Sonnenschein angesagt. Ja. Sehe ich nicht. Oh mein Gott. It's in the making. Ja, das sind die Momente, wo ich doppelt und dreifach froh darüber bin, dass wir eine gut funktionierende Heizung an Bord haben. Es war schweinekalt heute Nacht, auch jetzt noch. Ich keine Ahnung, wie warm es wirklich ist, aber sehr kalt. Und ja, eigentlich sollte auch blauer Himmel, Sonnenschein jetzt sein, aber wie ihr seht, ist noch ein dichter Morgennebel am Start und ich hoffe, der verzieht sich jetzt gleich, damit wir dann auch ein bisschen was von Bordeaux sehen können. So, los geht's. Als erstes schauen wir, ob wir richtig recherchiert haben und da vorne im Park ein Aussichtspunkt ist, von dem man über die Stadt schauen kann. Das machen wir und dann fahren wir ein Stück runter. Ja. Ich habe abgeschlossen. Oh ja. Ich bin immer nicht sicher, ob ich schon abgeschlossen habe oder nicht. Entweder geht es sehr alarmlos oder nicht. Sehr gut. Das war ein bisschen underwhelming. Ja, also ich glaube, es könnte cool sein, aber es ist noch super diesig über der Stadt und ja, es war jetzt auch gegen die Sonne. Aber ja, wir fahren runter und gucken uns das aus nächster Nähe an. Ja. Jetzt müssen wir erstmal einen Parkplatz finden. Das ist wohl nicht so einfach in Bordeaux. Wie immer gilt, wir hoffen, er ist noch da, wenn wir wiederkommen. Jetzt habe ich aber abgeschlossen, ne? Ich habe es doch selber gehört. Ist hier warm? Bisschen. Nicht so warm. Aber wenn man so rumläuft dann und die Sonne scheint noch, dann wird's warm.
ist dein erster Eindruck? Es gefällt mir sehr gut hier. Ja? Ich finde es sehr schön, ja. Was magst du besonders? Dass die Häuser so alt sind. Ja, erinnert das dich an dich selbst? Ja, genau. Alte Menschen mögen gerne alte Häuser. Ja. Ja, wenn man so wie wir morgens nicht aus der Pötte kommt, dann muss man auch damit leben, dass die Stadtbesichtigung ins Dunkle fällt. Ist jetzt irgendwie doch super schnell gegangen und es ist ja schon dunkel und wir haben irgendwie nur die Hälfte unseres Programms bisher geschafft. Aber naja, was soll's. Noch ist es nicht zu kalt. Wir machen noch ein bisschen weiter und ja, schauen uns an, wie das hier beleuchtet so aussieht. Sehr schön. Ja, Tina, es ist Freitagabend. Willst du auf eine Party gehen von einem Musikgeschäft? Ja, sieht gut aus, auf jeden Fall. Mir gefällt Bordeaux im Dunkeln sehr gut. Ja, das kann ich nachvollziehen. Mir auch. Was wolltest du sagen? Das ist eine kleine Vogelparty. Eine Vogelparty? Ja. Das ist ein bisschen Dunkelparty. Besser? Bisschen. Hört nichts mehr. Was?
Ein Weihnachtsbaum und man kann in der Kugel sitzen. Man kann in der Kugel sitzen? Man kann in der Kugel sitzen. Tina, möchtest du mit dem Weihnachtsbaum fahren, wo man in der Kugel sitzen kann? Nein. Nein? Nein. Das ist eine einmalige Chance. Guck mal, wie der grün leuchtet. Das ist ein bisschen langweilig, glaube ich. Weißt du? Die hat immer zu hohe Ansprüche. Zu hohe Ansprüche. Die hat einfach immer zu hohe Ansprüche. Kannst du nicht richtig reden? Das ist wie ein Glühwein. Juhu. Endlich. Jetzt ist er da. Zum Yay. Glück. Und wir sind richtig durchgefroren. Ja. Also wir müssen uns jetzt aufwärmen. Dammit, das war zu Und ganz spät. schön am Ende. Ja. Ah, da sind wir wieder. Jo. Das halten wir fest. Nächstes Mal starten wir ein bisschen früher, damit es abends nicht so kalt wird. Ja, wenn das Wetter dann gut ist. Natürlich ist das Wetter dann gut. Aber die Heizung in unserem Van ist angegangen. Das heißt, hier sind muggelige... 20? Nee, niemals. Nein, 16 Grad oder so, Okay. würde ich sagen. Vielleicht sogar nur 14. Kommt drauf an. Aber es fühlt sich sehr warm an. Ja. Ja. Gut, so, jetzt raus aus der Stadt. Stellplatz Ja. suchen, schlafen. Los geht's. Und genau das haben wir dann gemacht. Wir sind südlich aus der Stadt rausgefahren, zurück in Richtung der Bucht von Arcachon und haben dann in Le Tech einen tollen, ruhigen Stellplatz gefunden. Von hier brechen wir als nächstes auf zur Dune du Pilat, zur größten Wanderdüne Europas. Das zeigen wir euch dann in der nächsten Woche. Schaut also gerne auch nächsten Sonntag wieder bei uns vorbei. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt gerne unten auf den Daumen hoch und lasst ein Abo da. Das würde uns riesig freuen. Liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal.